Beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht. Darum geht es heute nochmal in diesem Video. Es kann einen Unterschied von mehreren tausend Euro ausmachen. Ich habe bereits in der vorigen Woche ein Video veröffentlicht über die beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht, aber ich habe zahlreiche Anfragen bekommen und habe heute nochmal ein Video für euch vorbereitet mit zwei ganz konkreten Beispielen aus der Praxis. Ich habe freundlicherweise zwei Zuschauer, die mir ihre Steuerbescheide, die der beschränkten Steuerpflicht unterlagen, zur Verfügung gestellt haben. Das schauen wir uns gleich mal an. Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Drücke gern die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gebe gern einen Daumen nach oben. Alle Fragen, Anregungen, Bemerkungen bitte unten in die Kommentare stellen. Jetzt schauen wir uns die beiden Fälle aus der Praxis an. Es ist ein Beispiel, wo der betreffende Rentner keine Möglichkeit hat, einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht zu stellen. Und im zweiten Fall hätte die Möglichkeit bestanden, einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht zu stellen. Er wusste es leider nicht. Die Einspruchsfrist ist vorbei. Es ist der Bescheid für 2020, aber jetzt für den Steuerbescheid 2020 kann er die Weichen stellen, weil er jetzt weiß, welche Anlagen er ausfüllen muss und wie der Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht zu stellen ist. Beschränkte Steuerpflicht. Wann muss man sie zwingend hinnehmen und wann kann man sie eigentlich vermeiden? Ich habe heute mal zwei ganz konkrete Beispiele mitgebracht und wir beginnen mal mit unserem Rentner Willi Weise. Willi Weise lebt seit 1994 in Irland, hat also sowohl in Deutschland als auch in Irland gearbeitet. Er ist ja erwerbsgemindert und bekommt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung aus Deutschland seit 2019. Außerdem bekommt er noch eine irische Pension seit 2019 und ist gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Irland verpflichtet, seine deutsche Erwerbsminderungsrente auch in Deutschland zu besteuern. Jetzt haben wir die Voraussetzungen ja genannt, unter welchen Bedingungen kann man einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen, und diese eine Voraussetzung erfüllt unser Willi Weise leider nicht. Ich habe ja erwähnt, also wenn man 90% seines Einkommens aus Deutschland bezieht oder aber ausländische Einnahmen hat, die unter dem jeweiligen Grundfreibetrag des betreffenden Jahres liegen, dann kann man einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen. Unser Beispielrentner Willi Weise bekommt eine irische Pension wöchentlich von 208,50 Euro. Das ergibt im Jahr 10.842. Ich habe jetzt von ihm den Steuerbescheid für das Jahr 2020 und im Jahr 2020 betrug der Grundfreibetrag 9.408 Euro und damit sind diese 9.408 Euro überschritten, nämlich 10.842 sind wesentlich höher. In dem Beispiel besteht keine Möglichkeit, einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht zu stellen. Schauen wir uns mal kurz den Steuerbescheid an. Also er ist von 2020 und es werden hier fast 5.000 Euro mit Solidarzuschlag festgesetzt und natürlich auch Vorauszahlungen kräftig. Das ist natürlich bitter. Wir gucken uns mal die Rückseite an, wie gerechnet wird. Und zwar ist hier der Bruttobetrag der Rente. 78% der Rente sind steuerpflichtig. Das bedeutet, dass diese 5.370 steuerfrei sind. Dann steht ihm auch im Ausland dieser Pauschbetrag von 102 Euro für die Werbungskosten aus der Rente zu. Ergibt denn quasi ein zu versteuerndes Einkommen von 18.937. Da er aber der beschränkten Steuerpflicht unterliegt, werden zu den, ich habe es hier nochmal hingeschrieben, zu den 18.937 die 9.408 Euro Grundfreibetrag zu addiert und das ergibt denn diese 28.345, die sehen wir hier auch nochmal,
und auf 28.345 Euro nach dem Grundtarif wird eine Steuer festgesetzt von 4.688 und daraus resultieren eben auch diese hohen Steuervorauszahlungen. Hier unten steht nochmal, gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Irland werden deutsche Sozialversicherungsrenten grundsätzlich nur in Deutschland besteuert. In dem Fall wird hier nur darauf hingewiesen, dass für die Folgejahre die Festsetzung von Amts wegen erfolgen soll. Diesen Antrag hat unser Rentner Willi Weise gestellt, weil er eben sehr krank ist und sich nicht mehr weiter groß mit diesem ganzen Papierkram befassen möchte. Also Willi Weise hat keine Möglichkeit, dieser beschränkten Steuerpflicht zu entkommen. Das zweite Beispiel, unser Rentner Ernst Fröhlich, der wohnt seit einiger Zeit in Griechenland, ist aber schon seit 2012 in Altersrente, hat sich die Welt angeschaut und jetzt in den letzten Jahren quasi in Griechenland niedergelassen. Er hat in Deutschland aber eine Eigentumswohnung, die er vermietet und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat. Ja, bei ihm sieht das ein bisschen anders aus. Er bekommt, ich zeige mal gleich den Steuerbescheid. Er hat ihn mir zur Verfügung gestellt, ist nicht die beste Aufnahme, aber egal. Ich denke, ihr könnt das trotzdem erkennen. Hier oben sind die Mieteinnahmen, 4.596 Euro. Das ist hier der Jahresbetrag der Rente und da geht der steuerfreie Teil der Rente ab. Bleiben steuerpflichtig eben die 7.747 abzüglich Werbungskostenpauschbetrag für die Rente. So, damit hat er inländische Einkünfte von 12.241. Ich habe mal vor einiger Zeit ein Video über den Altersentlastungsbetrag gemacht. Den gibt es nicht auf Renten und Pensionen, aber zum Beispiel auf sonstige Einkünfte, wie zum Beispiel Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und die werden ihm hier auch angerechnet, obwohl der Bescheid der beschränkten Steuerpflicht unterliegt. So, dann haben wir hier ein zu versteuerndes Einkommen von 10.696 Euro. Und genau wie bei unserem Beispielrentner Willi Weise werden zu dem zu versteuernden Einkommen diese 9.408 Euro Grundfreibetrag dazu addiert. Und damit kommen wir auf 20.104. Hier steht das auch. Und auf diese 20.104 zu versteuern nach dem Grundtarif werden eben 2.374 Euro fällig. Der Ernst Fröhlich in unserem Beispiel, der hätte einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen können und hätte vielleicht 150 Euro oder was an Steuern bezahlt. Er war unwissend, wusste es nicht und hat das eben schleifen lassen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man unbedingt einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellt, wenn mindestens 90% der Einkünfte der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder ausländische Einkünfte unter dem Grundfreibetrag liegen. Bei unserem Rentner Willi Weise war das nun nicht der Fall, weil seine ausländischen Einkünfte über den Grundfreibetrag liegen. Aber unser Ernst Fröhlich, der hätte die Möglichkeit, er hat die Einspruchsfrist verstreichen lassen. Er hätte für 2020 einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen können. Und wie das funktioniert, das habe ich bereits im letzten Video erklärt. Man muss dann das Hauptformular, diesen Vordruck EST 1a ausfüllen und dann diese Anlage EU-EWR, wenn man im europäischen Ausland lebt, wie in den beiden Fällen das der Fall ist. Meine Bitte, wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, diesen Antrag zu stellen, schaut euch die beiden Videos nochmal an. Ihr verschenkt einen Haufen Geld. Also bei dem Ernst Fröhlich sind das ja weit über 2.000 Euro. Ich zeige hier nochmal. Also wenn 10.696 ganz normal versteuert wären, hätte er also weit unter 300 auf jeden Fall bezahlt. Also er hätte über 2.000 Euro an Steuern gespart.
Ja, der Willi Weise hatte leider nicht die Möglichkeit. Für ihn ist es bitter. Er muss einfach zahlen. Also es ist schon ein riesengroßer Unterschied, ob ich der beschränkten oder der unbeschränkten Steuerpflicht unterliege.